Nachdem wir uns in der Vergangenheit bereits Gaming in den 90ern und 2000ern angeschaut haben, wird es heute Zeit, einen Blick zurück auf die 2010er zu werfen. Ein Jahrzehnt, das auf der einen Seite von Innovationen und großartigen Spielen geprägt war, auf der anderen Seite aber auch seine Schattenseiten in Form von einer krassen Schnelllebigkeit oder Dingen wie Lootboxen und Online-Passes hatte. Lasst uns daher genauer einsteigen und schauen, was in diesem Jahrzehnt im Gaming-Bereich so alles passiert ist und wie sich die Branche entwickelt hat. Und nicht vergessen, sollte euch das Video gefallen, so lasst mir gern ein Like und ein Abo da. Ich arbeite hart und viel, um die 100.000 Abos zu erreichen und das schaffe ich nur mit eurer Hilfe. Drückt daher am besten jetzt schon den Abo-Button, aktiviert die Glocke und reist mit mir in die 2010er. Viel Spaß! Wenn ich an das Jahr 2010 denke, dann kommt es mir so vor, als wäre es erst gestern gewesen. Dabei ist 2010 schon krasse 15 Jahre her. Ich war damals 24, bereits Vollblut-Gamer und bekam die größten Innovationen, Fails und Veränderungen am eigenen Leib mit. Zu Beginn des neuen Jahrzehnts standen die Konsolen der drei größten Hersteller in der Blüte ihres Lebens. Die PlayStation 3 und Wii, beide Ende 2006 erschienen, waren 2010 etwas über 3 Jahre alt, während die Xbox 360 mit ihrem Launch im November 2005 knapp 4 Jahre auf dem Buckel hatte. Handhelds dagegen standen 2010 am Ende ihrer Lebensspanne. Die PSP und der DS waren seit 2004 auf dem Markt und pfiffen beide aus ihren Löchern. Auch weil Mobile Gaming zu der Zeit bereits ordentlich zugelegt hatte. Der App Store von Apple war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 2 Jahre alt, bot aber bereits über 140.000 Apps und Games, die iPhone-Besitzer begeisterten und aufzeigten, dass man keinen dedizierten Handheld mehr besitzen musste, um unterwegs Spaß zu haben. Spiele wie Angry Birds verzeichneten seit 2009 einen Höhenflug und Candy Crush sollte 2012 sogar noch heftiger einschlagen und die Wahrnehmung von Handyspielen bei Casual Gamern verändern. Zum Ende des Jahres rüsteten sich Sony und Microsoft auf, um gegen Nintendo und die erfolgreiche Wii ins Feld zu ziehen. Mit PlayStation Move und Kinect wollte man ein Stück vom überaus begehrten Casual-Gamer-Kuchen abhaben, den Nintendo seit 2006 ganz allein im Heimkonsolenbereich beanspruchte. Dabei war PlayStation Move ein recht eindeutiger Wiimote-Klon, bot eine bessere Präzision als die Standard-Fernbedienung der Wii, verschwand aber relativ schnell in der Bedeutungslosigkeit. Ich erinnere mich an eine Handvoll Sportspiele von Ubisoft und Konsorten, ein witziges, aber kaum erwähnenswertes 4-Spieler-Koop-Spiel namens PlayStation Move Heroes und einige tolle First-Person-Shooter wie Bioshock Infinite, Killzone 3 oder Resistance 3, die den Move-Controller unterstützten. Aber wirklich Fuß fassen konnte Sonys Bewegungssteuerung nicht. Auch weil die ganze Bewegungssteuerung im Laufe der 2010er immer uninteressanter wurde und wir damit heute nicht mehr so wirklich behelligt werden. Daher ging es Microsoft mit ihrer Kinect-Hardware etwas besser, auch wenn uns Kinect damals ja regelrecht aufgezwungen wurde. Und die Idee dahinter war ja gar nicht mal so uninteressant. Microsoft sagte sich einfach, wisst ihr was, wir brauchen keinen zusätzlichen Fuchtelcontroller, wir machen euch zum Controller. Und so wurden plötzlich Spiele mit Gesten gesteuert. Die Menüs der Xbox 360 und später der Xbox One ließen sich plötzlich mit Handbewegungen navigieren. Und irgendwann gehörte Kinect sogar zum Pflichtprogramm und lag der neuen Konsolengeneration bei, was den Preis der Xbox One erhöhte und sich Xbox-Fans mit Kinect arrangieren mussten, ob es ihnen nun gefiel oder nicht. Wirklich herausragende Kinect-Spiele fallen mir aber nicht ein. Ja, es gab ein paar gute Ideen mit Kinect Sports von Rare, Rise of Nightmares von Sega oder Dance Central von Harmonix. Aber vielmehr sind mir die Gurken im Gedächtnis geblieben, die an einer miserablen Kinect-Erkennung krankten. Steel Battalion, Fighter Within oder Dragon Ball Z Kinect, das waren Spiele, ey. Ich denke, wir können alle froh sein, dass Wiimotes, PS Move Controller und Kinect Relikte der Vergangenheit sind. Genauso wie stereokoptisches 3D, das Anfang der 2010er der heiße Scheiß war. Nach James Camerons Avatar, der 2009 in den Kinos gestartet war, gab es kein Halten mehr. Es gab haufenweise 3D-Filme im Kino, 3D-Fernseher fürs heimische Wohnzimmer, dazu die passenden 3D-Blu-ray-Player sowie Filme und natürlich auch 3D-kompatible Spiele, die vornehmlich auf PC und der PlayStation 3 zu Hause waren. Und ich war damals wirklich mittendrin. Mir hatte Avatar im Kino die Socken ausgezogen, als ich den Film 2009 gesehen hatte. Sofort musste ein 3D-Fernseher her und ich spielte Killzone 3, Avatar
Avatar, das Spiel zum Film, und später auch Resistance 3 zu gerne in 3D mit diesen dicken 3D-Brillen auf der Nase. Und als 2011 dann der Nintendo 3DS erschien und plötzlich echten 3D-Effekt ohne fette Brille ermöglichte, gab es für mich auch kein Halten mehr. Ich gehörte zu den ersten Käufern und latzte damals stolze 250 € für Nintendos neuen Handheld, zuzüglich ein paar mehr oder minder mittelmäßiger Spiele, die es im Zuge des Launch-Line-Ups zu kaufen gab. Der 3DS hatte Startschwierigkeiten, die Nintendo zwangen, den Preis nur wenige Monate nach Release bereits auf 179 € anzupassen, was mich als Erstkäufer natürlich verstimmte. Immerhin durften wir uns plötzlich Botschafter nennen, denn als Nintendo den Preis des 3DS senkte, riefen sie das Botschafterprogramm ins Leben, um uns Erstkäufer zu entschädigen. 10 NES und 10 GBA-Spiele durften wir uns damals kostenlos aus dem eShop herunterladen, was aber für mich nur ein kleiner Trost war. Nintendo bekam mit dem 3DS aber noch die Kurve, brachte unzählige gute Spiele heraus, genoss herausragenden Third-Party-Support und verzeichnete letztendlich doch noch stolze 76 Millionen verkaufte Einheiten zum Ende der 3DS-Lebensspanne. Ganz so viel Glück hatten sie mit der Wii U nicht, als diese 2012 startete und gnadenlos floppte. Nintendo fuhr mit dem Nachfolger der Wii so hart gegen die Wand, dass sie bereits 2014 mit den Arbeiten des Nachfolgers starteten, der 2017 alles für Nintendo verändern sollte. Was die Wii U angeht, gilt dieser als Nintendos größter Flop im Heimkonsolengeschäft, wenn man mal den Virtual Boy herausrechnet. Zu beiden Konsolen findet ihr auf diesem Kanal detaillierte Videos. Schaut also gern rein, wenn euch diese interessieren. Ein ähnliches Schicksal widerfuhr der PS Vita von Sony. Ebenfalls 2012 erschienen, konnte Sony mit dem neuen Handheld nie an den Erfolg der PSP anknüpfen. Zu viel ungenutztes Potenzial, zu wenig Support und teuflisch teure Speicherkarten führten eben dazu, dass die PS Vita bis heute ein eher nischiges Dasein fristet und nur von Kennern wirklich geschätzt wird. Nach Nintendo und Sony kam 2013 dann auch Microsoft ins Straucheln. Die Pressekonferenz, auf der Don Matrick die Xbox One enthüllte, sollte in die Geschichte der Videospiele als die Show eingehen, die das Schicksal der Konsole und auch von Microsoft als Konsolenhersteller besiegelte oder so hart beschädigte, dass sich der Konzern bis heute nicht davon erholt hat. TV, das war alles, was den meisten von uns hängen geblieben ist. Gleich nach Schlagwörtern wie DRM, Online-Zwang und All-in-One Entertainment Box. Wir wollten damals einfach nur eine neue Xbox mit geiler Grafik. Was wir bekamen, war ein absolutes Desaster von einem System, das sich Sony einen Tag später zunutze machte und den legendären How to Share a Game Clip veröffentlichte. Damit gewann Sony die gesamte 8. Konsolengeneration. Damit und mit einem unfassbaren First- sowie Third-Party-Support auf der PS4, die einfach zu einer unfassbar geilen Konsole herangewachsen ist. Die nächsten Jahre wurden von Sony dominiert. Killzone Shadowfall, Infamous Second Son, Bloodborne, Uncharted 4 und andere First- sowie Third-Party-Spiele machten die PS4 für Gamer unverzichtbar. Dann betrat das angeschlagene Nintendo die Bühne und präsentierte uns Ende 2016 mit der Switch eine Hybridkonsole, von der wir nicht wussten, dass wir sie brauchten. Und wir ahnten noch nicht, wie erfolgreich dieses Konzept eigentlich werden würde. Bereits im März 2017 erschien die Switch als Nintendos drittes System in nur 6 Jahren. Es war eine Konsole, die den Handheld-Bereich und den Heimkonsolensektor vereinen wollte, was aber auch bedeutete, dass der 3DS als letzter wirklicher Handheld Nintendos zu Grabe getragen wurde. Die Rechnung ging aber auf. In den ersten 6 Monaten verkaufte Nintendo mehr Switch-Konsolen als Wii U-Systeme in 4,5 Jahren. Die Switch wurde von einem unfassbaren Line-Up im Launchjahr begleitet, was Spieleveröffentlichungen anging. Zelda Breath of the Wild, Xenoblade Chronicles 2 und Super Mario Odyssey erschienen in einem Abstand von nur 9 Monaten. Nintendo, die mit dem 3DS ein blaues Auge bekamen und mit der Wii U zu Boden gingen, schlugen mit der Switch so erfolgreich zurück, dass selbst hartgesottene Kritiker Beifall klatschten, während sich Sony und Microsoft 2019 bereits auf die nächste Generation vorbereiteten, wobei wir noch nichts davon ahnten, was uns ab 2020 erwarten würde. Aber die 2010er boten noch weitaus mehr als nur neue Heimkonsolen und die 2 letzten dedizierten Handhelds. Es war das Jahrzehnt der Trends und Innovationen, der Fauxpas und Skandale, über die ich jetzt kurz sprechen möchte. Werfen wir einen Blick auf eine Technologie, die bereits 2010 von sich reden machte: Streaming.
Während Netflix in Kanada den Übergang vom DVD-Verleih zu echtem Video-on-Demand-Streaming vollzog, ging in den USA ein Service namens OnLive an den Start, der heute als Pionier im Cloud-Streaming gilt, damals aber leider nicht wirklich überzeugen konnte und 2015 eingestellt wurde. Ähnlich erging es 2012 Gaikai, einem Service, der es erlaubte, Spiele über einen Internetbrowser zu streamen. Noch im selben Jahr wurde Gaikai von Sony gekauft und sollte als Grundlage für PlayStation Now dienen, das 2014 an den Start ging. Ein Jahr später machte Nvidia von sich reden, als der Grafikkartenhersteller GeForce Now ins Leben rief. 2015 startete die Beta-Phase. Meldete man sich an, konnte man den Service eine Zeit lang kostenfrei nutzen und seine Games von Cloud-Servern aus streamen, was ich seinerzeit mit meiner Nvidia Shield TV-Konsole getan habe. Und das war 2015, meine Lieben. Was GeForce Now heute kann, das möchte ich euch an dieser Stelle kurz vorstellen. GeForce Now ist nämlich ein Online-Streaming-Dienst für eure Videogames und quasi ein eigener Gaming-PC in der Cloud, wenn ihr so wollt, inklusive einer RTX 4080, zumindest in der dritten der 3 Abo-Stufen. Damit könnt ihr eure Spiele überall zocken. Es muss halt nur Internet da sein und ihr braucht dafür, wie gesagt, überhaupt keinen Gaming-PC. Wenn ihr also einen PC habt, der aktuelle Spiele wie so ein Doom der Dark Ages nicht abgespielt bekommt, wie meine Krücke zu Hause zum Beispiel, dann ist das überhaupt kein Problem. Ihr braucht keine teure Hardware in eurem PC, in eurem Zimmer stehen haben. GeForce Now erledigt das alles für euch. Und das Schöne ist, es ist eben kein Store, es ist kein in sich geschlossenes System, wo ihr reingezwängt werdet. Ihr verbindet einfach eure bereits bestehenden Konten mit GeForce Now. Ich konnte mein Epic Games Konto, mein Steam Konto und Xbox Game Pass verbinden, synchronisieren, wenn ihr so wollt, und hatte Zugriff auf alle meine Games, die ich entweder bei Epic oder bei Steam gekauft oder eben im Xbox Game Pass gezockt habe. Und so konnte ich zum Beispiel The Dark Ages oder Forza Motorsport und Far Cry und wie sie alle heißen, ganz bequem auf meinem PC spielen, der überhaupt kein Gaming-PC ist, auf meinem Mini-PC ausprobieren oder auch auf meinem Handheld-PC oder sogar auf einem Retro-Handheld aus China. Wenn ihr also so ein Nbernix-Gerät für 150 € habt, dann könnt ihr da drauf auch aktuelle Spiele spielen. Und in der dritten Abo-Modellstufe sogar mit bis zu 4K Auflösung, 240 FPS, Raytracing und DLSS und allem, was das Herz so begehrt. Ich habe das Ganze jetzt 2 Wochen lang ausprobiert, auf verschiedenen Geräten gezockt und ich muss sagen, ich bin schon wirklich begeistert. Ich habe nämlich null Unterschied gemerkt. Die Spiele liefen alle so, als wenn ich sie lokal von meiner Festplatte spielen würde. Überhaupt keine Verzögerung, kein Lag, kein Pop-up, nichts. Super Auflösung in bis zu 4K, wie gesagt, in der Ultimate-Stufe, und ihr könnt das Ganze natürlich auf dem Laptop zocken, auf dem Monitor, auf dem Fernseher oder eben auf einem dedizierten Handheld, völlig egal. Alles, was ihr zu Hause habt und internetfähig ist, ist dafür bereit. Und das Beste ist, ihr könnt GeForce Now kostenlos ausprobieren. Klickt dafür einfach in den Link in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar. Probiert es kostenlos aus, schaut mal, wie es bei euch mit eurer aktuellen Internetverbindung funktioniert. Und wenn ihr Blut geleckt habt, und glaubt mir, ihr werdet Blut lecken, dann könnt ihr die anderen Stufen ausprobieren und mit noch besserer Grafik, mit noch mehr Frames und mit noch mehr Stunden zocken. Und dann werdet ihr sehen, dass Game Streaming heutzutage wirklich schon ganz anders ist als damals, als zum Beispiel auch GeForce Now noch in den Kinderschuhen steckte. Wie dem auch sei, vielen lieben Dank an Nvidia und an GeForce Now fürs Sponsern dieses Videos, und wir machen jetzt weiter mit dem Video. 2019 gingen gleich 3 Anbieter an den Start: Project xCloud von Microsoft, Google Stadia und Apple Arcade. So wirklich durchsetzen konnte sich meiner Meinung nach aber nur Microsoft mit Project xCloud und Nvidia mit GeForce Now, vorausgesetzt man hat eine ordentliche Internetverbindung zu Hause. Neben neuen Streaming-Diensten gab es in den 2010ern aber auch neue Genres, die die Videospiellandschaft veränderten. MOBAs wie Dota 2 oder League of Legends waren Gründe, warum der E-Sport einen enormen Boost bekam und plötzlich Turniere in riesengroßen Arenen abgehalten wurden, inklusive Preisgeldern in Millionenhöhe. Battle Royale-Spiele waren auf einmal mega erfolgreich. 100 Spieler wurden in eine virtuelle Landschaft geworfen und nur einer kam lebend wieder raus. Was DayZ 2013 erfolgreich machte, bekam 2017 mit PUBG einen neuen Höhenflug und entwickelte sich mit Fortnite zu einem regelrechten Phänomen. Das Souls-Genre wurde geboren, nachdem From Software mit Demon's Souls Ende des vorangegangenen Jahrzehnts ein brutal schweres Action-Adventure auf PlayStation 3 veröffentlichte und das Spiel dann 2010 in Europa auf den Markt brachte. Es folgten 3 Dark Souls-Spiele und Bloodborne sowie Sekiro im Jahr
2019, die das Soul-Genre definierten und einige Nachahmer hervorriefen, die mit Spielen wie Nioh oder Lords of the Fallen Fans des Subgenres begeistern wollten. Loot-Shooter feierten in den 2010ern einen zweiten Frühling mit Borderlands 2 und 3, The Division von Ubisoft oder auch Destiny, das 2014 von Bungie veröffentlicht wurde und einen Wendepunkt für die Halo-Entwickler markierte. Selbst ich als absoluter Solo-Gamer habe 2014 auf meiner Xbox One Destiny gespielt und mehrere Dutzend Stunden darin versenkt. 2014 war aber auch das Jahr, in dem die letzten Spiele mit den sogenannten Online-Passes veröffentlicht wurden. Kennt ihr diesen Schund noch? 2010 fingen erste Publisher an, ihren Neuveröffentlichungen Download-Codes beizulegen, mit denen man die Multiplayer-Modi in Spielen freischaltete. Das sollte den Weiterverkauf der Spiele eindämmen. Löste man den Online-Pass bei einem Spiel ein und verkaufte es später gebraucht, konnte der Gebrauchtkäufer keine Online-Modi nutzen, es sei denn, er investierte in einen separat erhältlichen Online-Pass. Zum Glück hielt sich das System nicht wirklich und verschwand nach 3 bis 4 Jahren wieder komplett von der Bildfläche. Ebenso nervig, aber leider auch viel langlebiger waren Lootboxen, die in den 2010ern mehrfach negativ in den Schlagzeilen auftauchten. Was bereits 2009 in FIFA mit Ultimate Team anfing, nahm ab 2010 eine rasante Dynamik an, die sich wie ein Strohfeuer entwickelte. In Team Fortress gab es den Man-Co Store, bei CSGO gab man sein Geld im Waffencontainer aus und Overwatch führte 2015 Lootboxen mit Skins, Emotes und anderen kosmetischen Kram ein, bevor Electronic Arts 2017 mit Battlefield 2 den Vogel dann komplett abschoss. Neben kosmetischen Elementen gab es in den Lootboxen auch Gameplay-Vorteile, die man sich freispielen konnte, was einen riesen Shitstorm auslöste und zu einer medienübergreifenden Kontroverse heranwuchs, die es in diverse Parlamente geschafft hat. Einige Regierungen stuften Lootboxen als Glücksspiel an, verboten sie sogar komplett, wie es zum Beispiel in Belgien seit 2018 der Fall ist. Ganz weg ist diese Pest aus der heutigen Gaming-Landschaft zwar noch nicht, aber die Hochphase hatten Lootboxen sicherlich Mitte bis Ende der 2010er. Was einige bis heute ähnlich betiteln, ist der Game Pass. Microsofts Abo-Service feierte am 1. Juni 2017 seine Premiere auf der Xbox One und sorgte damals bereits für gemischte Gefühle bei Xbox-Fans. Die einen feierten den Umstand, dass man für einen festen Monatsbeitrag Zugriff auf Dutzende Spiele bekam, während andere den Service kritisch beäugten und Parallelen zu Netflix und Co. aufwarfen. 2019 startete der PC Game Pass und bereits ein Jahr zuvor kündigte Microsoft an, alle First-Party-Spiele am Launchtag im Game Pass anzubieten, was für viel Freude sorgte, von unzähligen Gamern aber auch weiterhin kritisch hinterfragt wurde. Microsoft sprach im November 2017, also knapp 6 Monate nach Einführung des Abo-Service, von 1 Million Nutzern. Diese Zahl wuchs jährlich und im Dezember 2019, zum Ende des Jahrzehnts, hatte man 10 Millionen Game Pass-Nutzer erreicht. Ein stolzer Erfolg, der aber nicht an die Zahlen eines Netflix heranreichte. Seit 2024 gibt Microsoft keine neuen Zahlen mehr aus. Per Februar 2024 waren es aber immerhin 34 Millionen Nutzer. Die 2010er waren aber auch das Jahrzehnt der Crowdfunding-Projekte. Dank Kickstarter waren kleine Studios nicht mehr auf die Gunst von großen Publishern angewiesen, sondern fragten einfach ihre Fans nach monetärer Unterstützung. So viele gute Spiele erblickten in diesem Jahrzehnt dank erfolgreicher Kickstarter-Kampagnen das Licht der Welt. Hits wie Shovel Knight, Broken Age, Wasteland 2 oder Bloodstained Ritual of the Night hätten wir ohne den Support von tausenden Fans nicht bekommen. Aber es war nicht alles von Erfolg gekrönt, was auf Kickstarter finanziert wurde. Erinnert ihr euch noch an Mighty No. 9 von Mega Man-Vater Keiji Inafune? Was wurde uns da alles versprochen und heraus kam ein mittelmäßiger Mega Man-Abklatsch mit technischen Macken. Oder Shenmue 3. Was war das für ein Aufschrei seitens der Fans, als Yu Suzuki das Spiel auf der Sony-Pressekonferenz im Jahr 2015 offiziell als Kickstarter-Projekt ankündigte. Leider erfüllte das fertige Produkt nicht die haushohen Erwartungen. Und wo wir schon von Shenmue 3 sprechen. Es wurde von Sony und Suzuki auf der Pressekonferenz angekündigt, auf der auch Final Fantasy VII Remake enthüllt wurde. Da brannte die ganze Hütte und ich war über Livestream dabei. Die E3 hatte in diesem Jahrzehnt eine ganz besondere Rolle. In den 2000ern war es eine Messe, von der wir in Magazinen lasen oder die passende DSL-Leitung vorausgesetzt, einen schlecht aufgelösten Livestream mitten in der Nacht verfolgten. Ein paar Jahre später war die E3 dank flächendeckendem Internet, der Ankunft der gesamten Gaming-Sparte im Mainstream und der schieren Popularität des Mediums die wohl wichtigste Veranstaltung des Jahres für Gamer. Die E3-Pressekonferenzen der 3 großen Hersteller wurden im Vorfeld von wilden Gerüchten angeheizt und die Shows selbst waren absolute Hype-Lawinen mit grandiosen Trailern und Enthüllungen, die den Kauf einer teuren Konsole rechtfertigen sollten. Es war einfach eine magische Zeit, die mir heute sehr fehlt.
Ich schaue mir noch regelmäßig alte E3-Shows von Nintendo, Sony und Microsoft an. Die Enthüllung von Donkey Kong Country Returns oder GoldenEye auf der E3-Show 2010, die Hysterie rund um Final Fantasy VII Remake oder Shenmue 3 und andere grandiose Momente lösen heute noch absolute Gänsehaut aus. Aber die 2010er brachten nicht nur Gewinner hervor. Es gab einige Systeme, die auf den Markt kamen, Innovationen versprachen und still und heimlich wieder in Vergessenheit gerieten. Über Google Stadia habe ich ja vorhin bereits kurz gesprochen. Was wollte Google mit dem Streaming-Service die Gaming-Landschaft revolutionieren? Und letztendlich scheiterte es an der nicht vorhandenen Infrastruktur in vielen Teilen der Erde, einem viel zu teuren Preismodell und anderen Dingen, die den Service schneller begruben, als man Stadia sagen kann. Oder kennt ihr noch die Ouya-Konsole? Das kleine, auf Android basierte System wollte die Gaming-Landschaft ebenfalls aufmischen und Android-Games per Controller auf dem heimischen Fernseher spielbar machen. Wirklich viel Wind gab es um die Ouya aber nicht. Und schon bald konnte sich niemand mehr an die Android-Konsole erinnern. Da fuhr Nvidia mit ihrer Shield-Reihe größere Erfolge ein. Das Shield Portable war die erste wirklich ernstzunehmende Android-Konsole, als sie 2013 startete, bevor das Shield Tablet ein Jahr später erschien und 2015 dann von der Shield TV-Konsole getoppt wurde, die ich besaß und für sehr gut befand. Die Shield TV-Konsole war seinerzeit ein absolutes Simulationsbiest und ich konnte Android-Spiele per Controller zocken. Es war richtig geil und ich finde es heute noch schade, dass Nvidia nie einen technisch besseren Nachfolger veröffentlicht hat. VR-Gaming wurde in den 2010ern nochmal aufgerollt und endlich zu einer Technologie aufgebaut, mit der man ernsthaft und dauerhaft Spaß haben konnte. Nachdem Sega und Nintendo bereits in den 80ern und 90ern mit VR-Brillen herumgespielt hatten, war es eine Firma namens Oculus, die 2012 die erste wirkliche VR-Brille über Kickstarter ins Leben rief und sagenhafte $2,437 Millionen einnehmen konnte. 2016 wurde die Oculus Rift dann endlich veröffentlicht und das moderne VR-Zeitalter begann. Es folgte das HTC Vive im April 2016 und Sonys PSVR im Oktober desselben Jahres. Endlich waren VR-Spiele erleb- und bezahlbar. 2018 gab es dann mit der Oculus Go ein erstes Standalone-Headset, das man in Verbindung mit einem Smartphone nutzen konnte, bevor 2019 die erste Oculus Quest erschien und ein echtes Standalone Gaming VR-Headset bot, das mit einer starken Softwarebibliothek begeistern konnte. Ich weiß noch, dass ich mit meiner Quest stundenlang Beat Saber oder die 3 Darth Vader Games gespielt habe. Im gleichen Jahr folgte die Valve Index und das HTC Vive Cosmos, aber das waren hochpreisige Headsets, die zudem einen Gaming-PC voraussetzten. Ich war mit meiner Quest zufrieden und griff später zur Quest 2 sowie Quest 3, die ich bis heute großartig finde. 2016, als die Oculus Rift erschien und PC-Gamer beglückte, freuten sich Retro-Fans über die erste Mini-Konsole, die einen kurzen Trend lostreten würde. Nintendo veröffentlichte das NES Classic, eine Mini-Variante der beliebten Konsole aus den 80ern, die mit 30 vorinstallierten Spielen daherkam und Retro-Fans begeisterte. Es folgte das SNES Classic im Jahr 2017, bevor auch Sega, Sony und Konami auf diesem Zug aufsprangen und die PS1 Classic, den Mega Drive Mini und die PC Engine Mini veröffentlichten. Seit 2019 sind Minikonsolen aber auch irgendwie tot. Nach dem SNES Classic kam leider nichts mehr, da Nintendo Retro-Spiele auf der Switch im Rahmen der Online-Mitgliedschaft veröffentlichte. Sehr zum Leidwesen vieler Fans, die immer noch auf einen N64 Mini warten. Aber nicht nur klassische Hardware wurde in den 2010ern wieder auferlegt. Es war auch das Jahrzehnt der Remakes, Ports und Remaster. Gab es in den Jahren und Jahrzehnten davor immer mal wieder Sammlungen klassischer Videospiele, die von Sega, Atari oder Midway auf Xbox, PS2 oder GameCube veröffentlicht wurden, trat in den 2010ern plötzlich ein ganz anderer Trend aus dem Schatten. Es wurden haufenweise Spiele neu veröffentlicht und die Bandbreite der Qualität und des Entwicklungsaufwands war enorm. Es gab die Definitive Editions, technisch leicht verbesserte Ports von Spielen der 7. Generation, die auf PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht wurden, wie ein Tomb Raider, ein Bioshock, die Uncharted-Trilogie, The Last of Us, Sleeping Dogs oder die Assassin's Creed-Spiele mit Ezio. Dann gab es die Remaster-Varianten, also technisch verbesserte Versionen von Spielen wie die beiden God of War Collections, Wind Waker und Twilight Princess HD, die Jak und Daxter, Ratchet & Clank sowie die Sly Cooper-Trilogien oder das erste Killzone. Und dann wären da noch die waschechten Remakes, Spiele, die grafisch nicht wiederzuerkennen waren und auch spielerisch meist neu interpretiert oder erweitert wurden, wie ein Metroid 2 Samus Returns, die Crash Insane Trilogy oder die Spyro Reignited Trilogy. Oft verschwammen die Grenzen und es wurde gestritten, ob es sich nun um ein Remaster, einen Port oder ein Remake handelte. Ich erinnere mich da nur mal an Zelda Ocarina of Time 3D und Majora's Mask 3D. Viele betitelten die Spiele als Remaster, während ich der Meinung bin, dass man hier schon fast von Remakes sprechen kann.
Aber die 2010er waren nicht nur das Jahrzehnt der großen Produktionen, es war vor allem das Jahrzehnt der Indie-Studios. Was in den 2000ern bereits begonnen hatte, entwickelte sich in den 2010ern zu einem ernstzunehmenden Zweig in der Gaming-Branche. Unzählige geniale Indie-Games erblickten in diesem Jahrzehnt das Licht der Welt und es würde den Rahmen sprengen, über alle wichtigen Games zu sprechen. Aber Spiele wie Minecraft, Hollow Knight, Dead Cells, Celeste oder Rocket League sind einfach zu wichtig, um sie hier nicht zu erwähnen. Und mit Shovel Knight, Limbo, Beat Saber, Cuphead oder Terraria gab es noch viele andere Hochkaräter, die uns unzählige Stunden Spielspaß in Momenten brachten, in denen wir uns von großen AAA-Produktionen gelangweilt sahen. Was aber nicht heißt, dass wir in den 2010ern keine großartigen AAA-Spiele bekommen haben. Ganz im Gegenteil. Das mit Abstand Beste an diesem Jahrzehnt waren die unzähligen Spiele, die uns auf allen Konsolen begeisterten. Ich könnte ein 2-Stunden-Video nur damit füllen, über alle wichtigen Games der 2010er zu sprechen. Und damit das Video hier nicht komplett aus dem Ruder läuft, möchte ich mich auf einige Titel beschränken, die das Jahrzehnt und eine gesamte Generation von Gamern maßgeblich geprägt haben. Ich meine, wir haben mit den beiden Red Dead Redemption Spielen, Witcher 3 Wild Hunt, Metal Gear Solid 5, Skyrim und GTA 5 die wohl wichtigsten Open-World-Spiele der letzten beiden Konsolengenerationen bekommen. Die Bioshock-Trilogie nahm mit dem genialen Bioshock Infinite ein tolles Ende. Donkey Kong Country feierte auf der Wii ein Comeback, während sich Pokémon-Fans über gleich 4 Generationen an Pokémon-Spielen erfreuten. Fans von Fortsetzungen wurden mit Kingdom Hearts 3, Resident Evil 7, Mario Kart 8, Persona 5, Uncharted 4, Mass Effect 2 oder Metal Gear Solid 5 belohnt. On top gab es geile Neuentwicklungen wie Horizon Zero Dawn, Dark Souls, The Last of Us, Alan Wake, Splatoon, Control, Alien Isolation oder Xenoblade Chronicles. Selbst klassische Videospiele wurden als Reboots neu auferlegt und begeisterten Millionen. Denkt da mal an das Mortal Kombat Reboot, an Wolfenstein The New Order, an Deus Ex Human Revolution oder God of War. Mit Mario Odyssey und Zelda Breath of the Wild hat uns Nintendo die erfolgreichsten Ableger ihrer beliebten Reihen spendiert, auch wenn man sich über die Neuausrichtung der beiden Spiele streiten kann. Was ich meine ist, wir konnten uns über den Output in den 2010ern wahrlich nicht beschweren. Ich höre und lese oft, dass früher in den 90ern und 2000ern alles besser war und Videospiele einfach mehr Spaß machten. Aber das kann ich vor dem Hintergrund der hier genannten Spiele nicht wirklich unterschreiben. Videospiele sind einfach ein Produkt ihrer Zeit und spiegeln wie kein anderes Medium den technischen Stand der jeweiligen Ära wider. Klar, in den 90ern gab es bahnbrechende Spiele, ebenso wie in den 2000ern, keine Frage. Aber auch die 2010er haben unzählige Perlen hervorgebracht und wer was anderes behauptet, hat seit 2010 einfach unter einem Stein gelebt. Videospiele wurden zum Ende der 7. und in der 8. Generation immer größer und hübscher. Sie erzählten plötzlich filmreife Geschichten und kamen in ihrer Produktionsqualität großen Kinoproduktionen gleich. Es war einfach eine geile Zeit, Gamer zu sein und ich bereue keinen einzigen Moment davon. Und wenn man sich mal anschaut, was alles in nur 10 Jahren passiert ist, könnte man fast behaupten, dass die 2010er das vielleicht schnelllebigste Jahrzehnt in der Gaming-Geschichte waren. 2 Konsolengenerationen, das Ende der dedizierten Handhelds, der Aufstieg von Streaming und Abo-Diensten, der Indie-Boom und die Macht der eigenen Community durch Kickstarter und Co. sind Dinge, die das heutige Gaming sehr geprägt haben. Ich habe mir Mühe gegeben, alle wichtigen Ereignisse dieses Jahrzehnts in diesem Video unterzubringen. Sollte ich dennoch etwas vergessen haben, so scheut euch nicht, mich in den Kommentaren dran zu erinnern. Aber ja, damit bin ich am Ende dieses Videos angekommen. Schauen wir mal, was die zweite Hälfte dieses Jahrzehnts noch so mit sich bringt und ob es Spielewelten lange genug geben wird, um ein Video über die 2020er zu machen. Ich freue mich jetzt aber von euren liebsten Erinnerungen an die 2010er in den Kommentaren zu lesen. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal hier auf Spielewelten. Adios, euer Andi.